den Weg wirklich nicht. Ja, hallo, schön, dass ihr heute dabei seid. Von mir gibt es endlich wieder mal ein neues Video. Ihr seht, ich bin heute so ein bisschen in der Cross-Country-Panier unterwegs. Das heißt, heute von mir ausnahmsweise mal kein Video mit dem Enduro-Bike, sondern ich bin momentan nach wie vor mit dem Cross-Country-Bike unterwegs. Leider Gottes immer noch so ein bisschen verletzungsbedingt. Ich habe mir vor knapp 2 Monaten den sogenannten Humeruskopf gebrochen. Das ist der Oberarmkopf, also der Teil vom Oberarmknochen, der so im Schultergelenk herinnen sitzt, an dem sämtliche oder viele der Muskeln ansetzen, die den Oberarm und den Arm bewegen. Ja, beim Wandern ausgerutscht, auf die Schulter gefallen, so ein kleines Stück Knochen abgesprengt. Und das ist leider eine ziemlich langwierige Verletzung, dauert recht lang, bis der Knochen da wieder heilt. Und vor allen Dingen ist das Ganze ziemlich schmerzhaft. Und das hat jetzt eine ganze Zeit gedauert, bis ich überhaupt wieder langsam mit dem Rennrad beginnen habe können zu fahren. Jetzt mittlerweile geht es auch wieder mit dem Cross-Country-Bike. Ich kann schon wieder halbwegs am Lenker ziehen, aber leider fehlen mir jetzt natürlich die Trainingskilometer. Zusätzlich war jetzt noch 2 Wochen ziemlich erkältet. Dementsprechend ja, wird es heute ein bisschen anstrengend sein. Macht nichts, man muss ja wieder anfangen. Gell? Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Hinter mir übrigens seht ihr, das ist Perchtoldsdorf, meine Heimatgemeinde. Und ich nehme euch heute mit auf meine Hausrunde auf die Perchtoldsdorfer Heide. Es sind ein paar ganz lässige Cross-Country-Trails dabei. Viel Spaß, freut mich, dass ihr dabei seid. Und wir sehen uns nachher gleich auf dem Trail. Bis gleich, viel Spaß. So, ihr hört es vom Schnaufen. Ich bin jetzt erstens im Anstieg Richtung Perchtoldsdorfer Heide. Und zweitens bin ich überhaupt nicht fit. Bitte um ein bisschen Nachsicht. Wie gesagt, ich bin da normalerweise ein bisschen schneller unterwegs. Aber Fitness und Schulter erlauben noch nicht ganz das flotte Tempo. Geografisch sind wir da südlich von Wien. Ich werde euch die Route kurz einblenden, auf der ich heute unterwegs bin. Und das Gelände ist da so ganz leicht kopiert. Die Hügel sind so maximal 550, beim Anhänger dann 600 Meter hoch. Und der Höhenunterschied bis runter ist meistens so zwischen 200 bis 300 Höhenmeter, je nachdem, wo der Trail startet und endet. Und da auf den Höhenzügen, die parallel verlaufen zum kalten Leutgebener Tal, da führen so wie da auf beiden Seiten wunderschöne Single Trails, die eigentlich unter der Woche kaum begangen und befahren sind. Ja, eines ist heute neu, vielleicht ist es euch schon so ein bisschen aufgefallen. Ich war bis zuletzt mit der GoPro 10 unterwegs. Heute das erste Mal die GoPro 11, was auf jeden Fall anders sein sollte. Ich habe die Kamera auf das Super View eingestellt und das sollte eigentlich bedeuten, dass ihr ein leicht höheres Bild, ein bisschen komprimiert und staucht und damit eigentlich so ein bisschen mehr vom Trail unten und vom Wald oben dazukommen müsst. Heftiger Anstieg. Einen kleinen Gang reingeben. Schauen, ob wir da drauf kommen. Nicht ganz untechnisch das Eck.
Kommt jetzt so eine kleine, kurze technische Abfahrt. Wie gesagt, beim Shooter eher nichts riskieren und noch mehr mit dem Racefully sowieso so ein bisschen nervöser liegt, ein bisschen rutschigere Reifen hat. So, da ist es eng, gut gelöst. Und jetzt geht es in den Trail rein, vorbei am Hochsitz, auf der linken Seite. Da herum ist ein bisschen flowig. Jetzt wird er dann gleich ein bisschen technisch, allerdings nur mit dem Racefully, mit dem Enduro. Das ist ja sehr easy. Im Racefully ist es da so ein bisschen lose, noch nicht ganz so viel Grip. So, und dann sind wir gleich herunten im Postweg. Genau. So, und da geht es über die Wiese. Man sieht den Weg wirklich nicht. Oder kaum. Aber man kann es ein bisschen erinnern oder erahnen. Ja, man sieht es jetzt zwar ganz am Horizont, haben wir kurz noch nach Wien rausgesehen. Geht also jetzt runter ins Kaltenleutgeber Tal. Und dann geht es auf der anderen Seite drüben wieder hinauf in Richtung Doktorberg. Da ist der Hügel. So, erste Abfahrt überstanden. Wir sind inzwischen auf der anderen Talseite. Aber bevor ich euch noch auf den Doktorberg Trail mitnehme, geht da links weg gleich noch ein kleiner Trail. Der ist für mich recht neu, den habe ich so neu, dass ich gleich dran vorbeigefahren bin. Und da der sogenannte Hirschentanz-Trail. Der geht jetzt schon in Richtung Breitenfurt runter. Das ist schon die nächste Seite vom Berg. Ich glaube, bei der Himbeere bin ich auch schon beim ersten Mal hängen geblieben. Dementsprechend wird der Arm jetzt ausschauen. Die hängt sich da mit allen Donen in der Haut ein. Oh ja, blödige Geschichte. Kleiner Jump. Letztes Mal bin ich da rechts gefahren, jetzt fahre ich da links. Das ist ein bisschen loser. Hier kommen die Wege wieder zusammen. Lustiger kleiner Trail, nicht lang, aber blutig genug. Wahnsinn! Der reißt einem da richtig die Haut vom Arm. Wahnsinn! So, Doktorberg Trail. Es wird jetzt auch schon so ein bisschen dämmerig. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich bei der GoPro 11 mittlerweile das Hypersmooth verhält. Gerade wenn das Licht jetzt ein bisschen schlechter wird, war das ja immer ein Thema.
dann wird es gleich mal sehr shaky. Schauen wir mal, was die Kamera so bei wenig Licht drauf hat. Also wenn es jetzt immer noch ein bisschen ruckelt, man muss es der Kamera nachsehen. Ich könnte natürlich auch das ISO ein bisschen raufdrehen, allerdings jetzt nicht unterm Fahren. Das mache ich dann vielleicht einmal vom letzten Trail zum Vergleich. Der letzte Trail für heute. Geht jetzt da vom Doktorberg, von der Wiener Hütte, eigentlich fast durchgehend bis nach Berchtoldsdorf, immer leicht bergab. Und auf Strava heißt das Segment nicht umsonst die steil endende Loam-Traverse. Und worum es mir jetzt eigentlich nur geht, ich habe jetzt bei der GoPro 11 das ISO Max in den ProTune-Einstellungen auf 6400 gesetzt. Das heißt, die Kamera sollte jetzt, auch wenn es noch relativ duster ist, so ein bisschen Spielraum haben nach oben, um ein bisschen mehr Licht auf den Sensor zu bringen. Ja, da ist es ein bisschen verwachsen. Aber da wird er eigentlich so richtig lustig. Da ist jetzt richtig wie eine Cross-Country-Rennstrecke. Zum Gas geben. Rechts unterhalb von mir, man wird es jetzt nicht sehen, aber vielleicht hört man es so ein bisschen, ist die Bundesstraße nach Kaltenleutgeben rein. Da kann man den Leuten oben ins Dachgeschoss reinschauen, bei den Wohnhäusern da unten. Und jetzt sieht man dann gleich, warum sie steil endende Loam-Traverse heißt. Die letzte Steilstufe da ist die Pilsner Challenge. Und da gibt es eine neue Linie, die fahre ich aber jetzt mit meinem Racefully und meiner Schulter nicht. Das ist ganz geil genug. Teilweise ja so ein bisschen auf beiden Rädern slidet. So. Unten und so als Drüberstreuer gibt es noch so eine kleine Variante. Die fahre ich noch mit euch. Geht da links rauf und am Schluss. Ihr habt das eingangs vom Video schon gesehen.
gibt es noch ein cooles Stück Aussicht. Aber die muss man sich ja arbeiten. Ja, jetzt sind die Beine dann auch schon leer. Also wie heute ist dann okay. Jo, das war die Runde, meine lieben Freunde.